Ich möchte mit diesem Video einen Überblick über die Stärken und Schwächen der Homöopathie und der Schulmedizin bei verschiedenen akuten und chronischen Krankheiten geben. Manche Krankheiten werden Sie vielleicht überraschen, wie gut sie homöopathisch behandelbar sind. Andererseits hat die Homöopathie auch klare Grenzen, die ich mit dem Video auch aufzeigen möchte. Ich würde Sie bitten, bevor Sie dieses Video ansehen, sich ein anderes Video, nämlich das Video über die Grundprinzipien der Homöopathie anzusehen, das auf der Homepage ekh.at zu finden ist oder direkt ansteuerbar mit diesem QR-Code. Beginnen wir mit den Akuterkrankungen. Als erstes möchte ich über virale Infekte kurz sprechen. Wie sind die behandelbar schulmedizinisch, wie sind sie behandelbar homöopathisch? Die Schulmedizin behandelt virale Infekte entweder nicht, wenn sie nicht so schwer sind, zum Beispiel Schnupfen, oder sie behandelt sie mit Virostatika. Die sind bei manchen Krankheiten recht wirksam, wie bei HIV mittlerweile. Bei vielen Viruserkrankungen jedoch lassen sie sehr zu wünschen übrig, lässt die Wirksamkeit sehr zu wünschen übrig. Hier ist absolut ein Einsatzgebiet der Homöopathie, weil die Homöopathie hier durchaus sehr gute Erfolge vorweisen kann, wenn die Arzneien richtig gewählt sind. Zweiter Krankheitstyp, bakterielle Infekte. Hier ist die Schulmedizin sehr gut, vor allem wenn die Antibiotika, die dafür verwendet werden, gut gewählt sind. Also wenn man hier gut ausgebildet ist und passende Antibiotika wählt, dann gibt es sehr viele Erkrankungen, die man hier sehr gut schulmedizinisch behandeln kann. Ich habe hier geschrieben, selten nur Plus. Das ist bezogen auf bestimmte bakterielle Infekte, die eben nicht so gut behandelbar sind, wie zum Beispiel eine akute Prostatitis oder eine akute Sinusitis, also eine Nebenhöhlenentzündung. Hier kommen die Antibiotika nicht so gut an die passende Stelle und die Verläufe sind bei weitem nicht so gut wie bei anderen bakteriellen Infekten. Homöopathisch hingegen gilt hier das Gleiche wie bei viralen Erkrankungen. Wenn die Arznei gut gewählt ist, kann man sehr wohl Gutes beitragen für die Heilung. Dann als Beispiel für eine akute psychische Situation habe ich hier Kummer, Schreck, Schock gewählt. Hier gibt es schulmedizinisch gar nicht so viele Möglichkeiten. Also wenn jemand zum Beispiel in einer akuten Trauersituation lebt und die behandlungswürdig stark ist, dann gibt es vielleicht Psychopharmaka, aber die wollen die meisten Patienten in der Situation nicht. Also hier gibt es keine wirklich guten Behandlungsmöglichkeiten schulmedizinisch, also vielleicht psychotherapeutisch. Homöopathisch gibt es hier sehr wohl sehr gute Möglichkeiten und es gilt wieder das Gleiche, deswegen 1 plus bis 3 plus. Wenn die Arznei gut gewählt ist, dann kann das sehr, sehr gut wirken, auch in so einer Situation wie in einer Kummersituation. Und wenn sie nicht so gut gewählt ist, weil der verschreibende Homöopath oder Apotheker sich nicht so gut auskennt, dann passiert wenig. Dritte Krankheitsgruppe, Schwangerschaftsprobleme, Geburtserkrankungen, zum Beispiel Schädel-Becken-Missverhältnis, Hyperemesis, Kreuzschmerzen in der Schwangerschaft etc. Hier ist es sehr unterschiedlich, wie gut die Maßnahmen der Schulmedizin sind. Manche Maßnahmen sind mäßig gut, zum Beispiel für die Hyperemesis, also für das Schwangerschaftserbrechen, sind die Maßnahmen oder die Therapiemöglichkeiten sehr eingeschränkt, auch deshalb, weil man in der Schwangerschaft möglichst Medikamente zu vermeiden sucht. Andererseits gibt es Krankheiten wie Schädel-Becken-Missverhältnis während der Geburt, wo die Sektio eine sehr, sehr gute Maßnahme ist und sehr effektiv ist und auch die Maßnahme der Wahl ist. Homöopathisch gesehen habe ich hier geschrieben 0 bis 3 plus. 0 deshalb, weil es Krankheiten gibt wie eben das Schädel-Becken-Missverhältnis, wo ich die Homöopathie nicht anwenden würde. Und andererseits gibt es sehr viele Situationen, vor allem in der Schwangerschaft, aber auch während der Geburt, wie wir dann an einem Beispielfall sehen werden, wo man homöopathisch sehr, sehr viel machen kann. Und als letztes Beispiel noch Verletzungen. Da ist natürlich die erste Maßnahme sind unfallchirurgische Maßnahmen. Also die erste therapeutische Maßnahme ist die Unfallchirurgie und die würde ich auch sagen, ist in den meisten Fällen Therapie der Wahl. Aber auch hier kann die Homöopathie durchaus was beitragen, zum Beispiel bei Komplikationen wie Wundheilungsstörungen, Infektionen, aber auch bei Weichteilverletzungen, wo vielleicht unfallchirurgisch gar nicht viel machbar ist. Also auch bei Verletzungen kann man homöopathisch durchaus was machen. Was ungewohnt ist, ist hier in der dritten Spalte zu sehen, nämlich, dass die Arzneisuche homöopathisch nicht nach der Ursache passiert, sondern die Symptome sind entscheidend. Das heißt, es ist ein Unterschied, ob die Schmerzen wie geprellt sind bei einer Weichteilverletzung oder ob das stechende Schmerzen sind. Dementsprechend wird man unterschiedliche homöopathische Arzneien wählen. Aber natürlich spielt die Ursache schon auch eine Rolle, weil es bestimmte Arzneien gibt, die zu bestimmten Ursachen mehr Bezug haben, also zu Prellungsverletzungen zum Beispiel. Aber entscheidend ist dann oft die Art und Weise, wie sich die Prellung bei dem einen oder anderen Patienten auswirkt. Und hier wollte ich noch einmal erklären, was das Plus bis 3 Plus heißt.
Äh, Eben wenn man gut ausgebildet ist, dann wird man sehr oft sehr gute Erfolge haben. Wenn man aber einfach nur in die Apotheke geht und sich so eine Arznei verschreiben lässt, ohne dass der Apotheker vielleicht homöopathisch ausgebildet ist, dann wird man sehr oft sehen, dass da nicht viel passiert und die Arzneien nicht viel machen. Also das Entscheidende ist eine gute Ausbildung. Und jetzt möchte ich anhand von 3 Akutfällen primär mal zeigen, also als beispielhaft zeigen, was man homöopathisch alles erreichen kann. Als ersten Fall habe ich einen relativ schweren Akutfall gewählt, nämlich eine Frau mit einer akuten viralen Meningoenzephalitis, die bei mir schon seit über 10 Jahren in Behandlung war und bis zu dem Zeitpunkt fast ausschließlich die Arznei Carcinosinum in verschiedenen Potenzen bekommen hat gegen Depressionen. Und sie auch immer wieder sehr gut gegangen ist damit über die Jahre. Sie meldet sich am 14. März 2024 telefonisch bei mir, weil sie einige 100 Kilometer entfernt wohnt und sagt, sie ist im Krankenhaus mit der Diagnose viraler Meningitis. Sie hat massive Kopfschmerzen am Scheitel, die ausstrahlen nach hinten, also zum Hinterkopf und auch den Rücken hinunter bis zum Steißbein und nach vorne bis zu den Augen. Verschlimmert sind diese Schmerzen deutlich durch Bewegung. Obwohl sie 5 Infusionen Metamizol bekommt pro Tag, hat sie immer noch starke Kopfschmerzen. 2 Erklärungen hier vielleicht. Das Gelb markiert, das sind die Symptome, die Sie dann auch sehen werden in der sogenannten Repertorisation. Repertorisation ist der Vorgang, bei dem wir Homöopathen die Symptome übersetzen in die Sprache des sogenannten Repertoriums. Und dieses Repertorium gibt uns dann Vorschläge, welche Arzneien für diesen Zustand passend sein könnten. Und die Vergrößerungs- und Verkleinerungssymbole zeigen die sogenannten Modalitäten an. Modalitäten sind in der Homöopathie was ganz Wichtiges, nämlich sind Veränderungen einer Beschwerde durch etwas, durch eine Bewegung, durch Wärme, durch Kälte zum Beispiel. Also hier sind die Kopfschmerzen deutlich schlechter durch Bewegung. Das ist die Modalität, also die Bewegung. Und diese Modalitäten, die in der Schulmedizin relativ wenig Bedeutung haben, sind homöopathisch was ganz Wichtiges für die Mittelwahl. Die Patientin hat seit 5 Tagen Kopfschmerzen und seit 3 Tagen Fieber bis 39 Grad. Auslöser gab es ihrer Meinung nach keinen. Sie hat auch Schwindel bei jeder Kopfbewegung und hat extremen Durst auf große Mengen und trinkt bis zu 4 Liter pro Tag. Was hat sie schulmedizinisch im Krankenhaus bisher bekommen? Sie hat am Beginn des Aufenthalts Ceftriaxon, also ein Antibiotikum, und Acyclovir, also ein Virostatikum, bekommen. Beides ist aber wieder abgesetzt worden wegen fehlendem Erregernachweis im Liquor. Derzeit bekommt sie nur Metamizol als Schmerzmittel. Hier sehen Sie also die Repertorisation, das heißt, hier sind die Symptome, die vorhin gelb markiert waren, übersetzt in die Sprache des Repertoriums und das Repertorium gibt uns Vorschläge, welche Arzneien für diesen Zustand passend sein könnten. Ganz links ist die Arznei, die am besten die Symptome abdeckt und je weiter nach rechts, umso mehr Lücken gibt es. Aber leider ist es nicht immer so, dass die erste Arznei, also die ganz links steht, dann auch die passende ist. In dem Fall habe ich mich aber, nachdem ich nachgelesen hatte in der Materia Medica, beziehungsweise die Materia Medica teilweise natürlich auch auswendig weiß, mich für Brionia entschieden, also die Arznei, die ganz links steht. Und die Patientin bekam Brionia C30 dreimal täglich 5 Globuli. 2 Tage später berichtet sie, es geht ihr nicht gut. Am Vortag hat sie mehrfach erbrochen, auch heute. Und das Erbrechen wird teilweise immer häufiger, nämlich bis zu alle 10 Minuten. Das klingt ja schon sehr bedrohlich bei der Pathologie. Die Kopfschmerzen sind praktisch unverändert. Sie sind schlimmer durch Liegen am Rücken. Sie ist immer noch schwindlig, wenn sie den Kopf bewegt oder wenn sie sich im Bett aufrichtet. Mir fällt auf beim Telefonat, dass sie etwas verwirrt spricht. Sie erzählt von herpesähnlichen Bläschen am ganzen Körper. Und sie berichtet von einer starken Lichtempfindlichkeit. Sie muss Sonnenbrillen auch im Innenraum tragen. Meine Beurteilung des Verlaufs: Brionia hat nicht gewirkt. Droht eindeutig eine Verschlimmerung oder es ist schon eine Verschlimmerung vorhanden mit rezidivierenden Erbrechen und Verwirrtheit, also beginnender Enzephalitis als Komplikation der Meningitis. Ich habe also neu repertorisiert, also wieder geschaut, welche Arzneien decken diese Symptomatik am besten ab und habe hier einen neuen Schwerpunkt auf 2 Symptome gewählt, die ganz typisch für die in der Mitte angezeichnete Arznei Conium sind, nämlich die Verschlimmerung durch das Umdrehen im Bett oder das Aufsitzen im Bett und die starke Photophobie. Das sind 2 große Keynotes, wie wir das nennen, also ganz wichtige Symptome von Conium und deshalb habe ich mich hier für Conium entschieden. Sie bekommt Conium C30, nachdem sie recht weit weg wohnt, war keine andere Potenz verfügbar und die habe ich sie dreimal täglich 5 Globuli nehmen lassen. Ich hätte ihr sonst, wenn es möglich gewesen wäre, eine höhere Potenz gegeben. Also etwas Stärkeres. Am nächsten Tag berichtet sie, kein Erbrechen mehr, Schwindel ist um 50% besser, Kopfschmerzen 50% besser,
Der Allgemeinzustand ist besser, kein verwirrtes Sprechen mehr. Meine Beurteilung, es geht insgesamt deutlich besser, Conium scheint zu wirken. Und ich sage, sie soll weitermachen mit Conium C30 und soll aber zur Sicherheit versuchen, Conium in einer stärkeren Potenz, also C200, zu organisieren. Wieder am nächsten Tag berichtet sie, Kopfschmerzen waren schon um 60% besser, sind jetzt wieder schlechter geworden. Auch der Schwindel ist wieder mehr seit heute früh. Die bricht jedoch nicht mehr und redet auch nicht mehr verwirrt. Hier bekommt sie jetzt Conium D200. Warum D200? Weil sie keine C200 oder 1000er Potenz bekommen hat, dort wo sie wohnt. Am nächsten Tag berichtet sie, die Kopfschmerzen sind fast verschwunden. Es war unglaublich. Ich habe sofort nach der Einnahme des Mittels eine Verbesserung meiner Kopfschmerzen gespürt. Der Schwindel ist deutlich besser, die Lichtempfindlichkeit ist besser. Sie kann mit Hilfe aufstehen und gehen. Kein Erbrechen mehr und sie wird morgen aus dem Krankenhaus entlassen. Die nächsten Tage sind dann so verlaufen, sie hat dann noch einmal Conium M bekommen, das sie in der Zwischenzeit per Post geschickt hatte, gegen einen leichten Kopfschmerzschub ohne Schwindel und ohne Erbrechen und seitdem war dann keine weitere Medikation mehr nötig. Was kann man aus diesem Fall lernen? Dass auch bei schweren Infektionen eine passende homöopathische Arznei zu deutlichen Besserungen führen kann. Die Patientin hat übrigens keine andere schulmedizinische Therapie zusätzlich mehr bekommen. Die Schmerzinfusionen sind immer weiter reduziert worden, sobald Conium auf die Kopfschmerzen gewirkt hatte. Fehlverschreibungen machen wenig bis nichts. Also hier war die erste Arznei eindeutig eine Fehlverschreibung, Brionia. Und die richtige Arznei führt aber oft zu einer sehr raschen Besserung. Das führt ein bisschen die Diskussion über den Placebo-Effekt, der Homöopathie oft nachgesagt wird, ad absurdum, weil wäre es ein reiner Placebo-Effekt, hätte wohl die erste Arznei schon wirken müssen. Und Fortgeschrittene können aus dem Fall auch lernen, dass Brionia eine wichtige Differentialdiagnose zu Conium ist, beziehungsweise umgekehrt. Beide haben nämlich eine starke Verschlimmerung durch Bewegung, wobei das Typische bei Conium vor allem die Bewegung, das Umdrehen im Bett ist. Also nicht jede Bewegung, sondern vor allem das Umdrehen im Bett. Und Conium ist also nicht nur ein chronisches Mittel, wie wir es früher gekannt haben, sondern aus den Recherchen der letzten Jahre und aus eigenen Erfahrungen kann ich sagen, Conium ist eine ganz wichtige Akutarznei, vor allem dann, wenn die typische Lichtempfindlichkeit oder Schwindel vorhanden sind während einer Akuterkrankung. Zweiter Fall, ein ganz kurzer Fall von einem Pferd, das sich eine Rissquetschwunde zugezogen hat. Und da möchte ich als erstes gleich zeigen, wie in einer Materia Medica, in der sogenannten Materia Medica, also in einem Buch, wo die Mittel erklärt sind. Da gibt es eine Materia Medica über Erste Hilfe durch Homöopathie und hier steht über Acidum nitricum, über die Salpetersäure, dass das eine Arznei ist, die dann angezeigt ist, wenn tiefe Wunden vorhanden sind, also zum Beispiel Messer- oder Dolchstiche, die sehr schmerzhaft sind und wenn sie ein wundmachendes Sekret produzieren. Und dieses Wissen werden wir jetzt bei dem Fall brauchen. Es handelt sich da um ein Pferd. Das Pferd ist vermutlich im Stall durch einen Tritt von einem anderen Pferd mit dem Hufeisen verletzt worden und hat dann von der Pferdehalterin Ledum bekommen. Das ist eine homöopathische Verletzungsarznei, aber die vielleicht nicht so optimal zu den Symptomen gepasst hat. Einige Tage später war es dann so, dass Ledum eben nichts gemacht hat, nicht gebessert hat. Das Sekret war von Anfang an wundmachend. Überall dort, wo es runtergeronnen ist, sind die Haare ausgefallen. Das sieht man also rechts auch am Bild, dass da überall Stellen sind, wo die Haare wechseln. Und die Pferdehalterin, die selber Homöopathin ist, entscheidet sich also hier für Staphysagria, weil Staphysagria das wichtigste Mittel für Schnittverletzungen ist. Einige Tage später ist es aber so, dass die Verletzung so aussieht und keineswegs besser ist, sondern eher schlechter, die Wunde weiter klafft. Und hier fällt dann die Entscheidung auf die richtige Arznei, nämlich auf Acidum nitricum, das wie gesagt typisch ist für Rissquetschwunden dann, wenn die Sekrete, die aus der Wunde herauskommen, wundmachend sind. Und hier bekommt das Pferd Acidum nitricum C30 oder Nitricum acidum, wie es auch heißt. 3 Tage später sieht die Wunde so aus, ist also schon deutlich zugegangen und 3 Wochen später ist sie praktisch zugewachsen. Was kann man aus diesem Fall lernen? Dass die Homöopathie auch bei Verletzungen durchaus gut helfen kann, vor allem bei Wundheilungsstörungen, Infektionen, aber auch zum Beispiel bei Schwindel und Kopfschmerzen nach Gehirnerschütterung oder bei Weichteilverletzungen. Der dritte Fall, hier geht es um eine 38-jährige Patientin mit Geburtsstillstand wegen verkrampftem Muttermund. Das ist eine zweitgebärende Patientin. Ich telefoniere auf Bitte des Mannes mit der Hebamme und die erzählt mir, dass der Muttermund sich in den letzten 6 Stunden nur 1 Zentimeter geöffnet hat,
dünnsaumig ist, obwohl sie heftige Wehen alle 1 bis 2 Minuten hat und dass kein Geburtsfortschritt passiert in den letzten Stunden. Also hier droht ein Kaiserschnitt. Und wenn man hier im Jingling nachliest, Jingling ist so das Standardwerk für homöopathische Geburtshilfe, das heißt im englischen Original The Couch's Manual, und da kann man unter Belladonna nachlesen, dass es während der Geburt spasmodische Kontraktionen des Muttermundes haben kann. Der Muttermund ist heiß, dünnsaumig, rot und feucht, im Gegensatz zu Akonit, da ist er trocken. Das Os uteri ist dünn und starr, eher eine krampfhafte Kontraktion. Gelsemium im Gegensatz dazu ist eher dick, also da ist der Muttermund dick und starr. Und der Geburtsfortschritt ist dann langsam und mühsam. Und diese Kombination langsamer Geburtsfortschritt und dünnsaumiger Muttermund, der nicht aufgeht, die die Patientin hat, ist ganz typisch für Belladonna. Hier bekommt die Patientin also Belladonna C30. Übrigens habe ich hier nicht repertorisiert, deswegen zeige ich auch hier keinen Repertorisationsgrafen, weil das so schnell gegangen ist. Ich außerdem auf einem Seminar war und nur in der Pause schnell telefonieren konnte mit der Hebamme und außerdem man als Homöopath gewisse Zustände auswendig kennen muss. In dem Fall habe ich also gewusst, die 3 wichtigsten Mittel für Muttermund, der nicht aufgeht oder der kontrahiert ist, sind eben Akonit, Belladonna und Gelsemium. Und in dem Fall hat der Zustand am besten zu Belladonna gepasst. Das Couch's Manual gibt es übrigens mittlerweile auch unter dem hier stehenden Titel auf Deutsch. 2,5 Stunden später schreibt die Patientin, also die werdende Mutter: Sehr geehrter Herr Dr. Habermann, danke für Ihre Unterstützung. Ihr Rat hat super geholfen. Meine Tochter und ich sind beide wohlauf. Und nachdem ich den anwesenden Arzt gekannt habe, der mir am nächsten Tag dann berichtet, nachdem zuvor 6 Stunden nichts weiterging, ging der Muttermund nach Belladonna innerhalb von 20 Minuten auf und 2 Stunden nach der Gabe war das Baby auf der Welt. Was kann man also hier lernen? Viele Beschwerden, vor allem in der Schwangerschaft, sollten die Homöopathie als Mittel der Wahl haben. Vor allem, weil man in der Schwangerschaft ja versucht, Medikamente zu vermeiden. Und auch als Geburtshelfer kann man homöopathisch sehr viel machen. Wenn man gut ausgebildet ist, kann in vielen Situationen ausschließlich homöopathisch behandeln, in manchen adjuvant behandeln und in manchen Situationen, würde ich sagen, hat die Homöopathie keinen Platz, wie zum Beispiel bei einem Schädel-Becke-Missverhältnis, wo absolut die Chirurgie, also die Sektio, angezeigt ist. Ja, und nun noch zu den chronischen Krankheiten. Hier möchte ich beginnen. Also ich habe ja auch versucht, die Krankheiten in mehrere Krankheitstypen zu unterscheiden. Und die erste Gruppe sind sogenannte Funktionsstörungen, also Erkrankungen, wo irgendein Organ nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Also zum Beispiel Migräne, hier funktionieren die Gefäße nicht so, wie sie sollten, im Gehirn Neurodermitis, Depression, ADHS, Infektneigung, Asthma, Allergie. Man könnte die Liste ziemlich lange weiterführen. Hier ist schulmedizinisch zwar Symptomenkontrolle kurzfristig oft möglich, also zum Beispiel Cortison bei Neurodermitis oder eine Migränearznei bei Migräne oder ein Schmerzmittel oder Antidepressiva bei Depressionen, aber langfristig sind die Erfolge oft weniger gut bis halbwegs gut. Aber jedenfalls erreicht man schulmedizinisch keine Heilung. Heilung im Sinne von, der Patient hat die Krankheit nicht mehr und muss auch nichts mehr einnehmen, sondern meistens handelt es sich schulmedizinisch um Symptomenkontrolle, die man erreicht. Während man homöopathisch, wenn die Arznei passt, die man wählt, sehr wohl diese Krankheiten heilen kann. Als zweite Krankheitsgruppe habe ich kongenitale Erkrankungen gewählt und habe als Beispiel hier Trisomie 21 und den Morbus Osler angeführt. Bei der Trisomie 21 können ja zum Beispiel Herzfehler auftreten, oder sind häufig Herzfehler mit dabei. Und hier ist absolut die Schulmedizin die Therapie der Wahl. Wenn also zum Beispiel ein Kind mit Trisomie 21 mit Herzfehler auf die Welt kommt, muss es innerhalb von Tagen oft operiert werden. Und hier würde ich mir nicht anmaßen, homöopathisch zu behandeln, sondern das ist absolut eine schulmedizinische Behandlungsindikation. Während es zugleich aber auch Dinge gibt, bei Trisomie 21 Probleme gibt, die schulmedizinisch nicht so gut angehbar sind. Zum Beispiel die Infektneigung, die Morbus Down-Kinder häufig haben. Und hier ist homöopathisch, finde ich, die bessere Option zu wählen. Und so ähnlich ist es mit dem Morbus Osler, da habe ich dann aber eher einen Fall gewählt, das werden wir dann anhand des Falles sehen. Als dritte Krankheitsgruppe chirurgische Indikationen. Als Beispiel habe ich Appendizitis, Cholezystitis, Herzfehler, Arthrose angeführt. Hier ist also prinzipiell die Schulmedizin sehr wohl die Therapie der Wahl, aber man kann homöopathisch durchaus auch einiges machen und bei der einen mehr, bei einer Krankheit mehr als bei der anderen. Zum Beispiel beim Uterusprolaps kann man sehr wohl oft was machen, also wenn die Arznei gut gewählt ist.
ist zwar die Chirurgie die schnellere Lösung, aber wenn man es homöopathisch löst, hat man den Vorteil, dass man organerhaltend therapiert. Natürlich dauert es auch länger. Die Hüftarthrose ist so ein Mittelding, weil da kann man sehr wohl homöopathisch was machen. Man kann Schmerzlinderung sehr deutlich erreichen. Also ich habe einige Patienten, die über Monate schon regelmäßig Schmerzmittel genommen haben und die aber dann so gut werden, dass sie keine Schmerzmittel mehr brauchen. Man kann also die Operation oft lange hinauszögern, was ja schon sinnvoll ist, weil die Wartezeiten auf die Operationen ja lange sind. Und als am anderen Extrem sind Herzfehler zum Beispiel und Brinilius. Hier sind also reine chirurgische Indikationen, wo homöopathisch, wo sicher ein Kunstfehler wäre, homöopathisch zu behandeln. Und die letzte Krankheitsgruppe, die ich hier noch zeigen möchte, es gäbe natürlich noch andere, aber die vier sind einmal plakativ und zeigen, glaube ich, ganz gut, wo die Möglichkeiten und Grenzen sind. Die letzte Gruppe sind organzerstörende Erkrankungen, zum Beispiel der Diabetes Typ 1, wo also gewisse Zellen in der Bauchspeicheldrüse zerstört werden, oder auch das Endstadium einer Leberzirrhose, wo also zum Schluss die Leber praktisch zerstört ist. Und hier ist absolut die Schulmedizin indiziert, im einen Fall durch Substitution von Insulin, im anderen Fall durch eine Lebertransplantation. Also hier ist homöopathisch maximal adjuvant eine Hilfe möglich. Interessant ist aber, wenn man sich die Krankheiten so durchschaut, wo ist was einzuordnen, dann würde ich sagen, dass über 80% der chronischen Erkrankungen in die erste Schublade fällt, wo also homöopathische Behandlung sehr gut möglich ist und oft auch Heilung möglich ist, wenn die Arzneien passen. Und auch hier gilt ähnlich wie bei den Akuterkrankungen, die Arznei wirkt dann richtig gut, wenn sie gut gewählt wurde, also wenn die Symptome genau passen, wenn die Arznei genau zu den vorhandenen Symptomen passt. Und auch das ist wieder ein Zeichen dafür, dass man gut ausgebildet sein muss als Homöopath, damit man hier eben nicht 1+ erreicht, sondern 3+. Und hier noch einmal, um aufzuzeigen, dass je weiter wir in diesen vier Schubladen nach unten gehen, umso weniger ist die Homöopathie angezeigt und umso mehr ist die Schulmedizin angezeigt. Andererseits, wie gesagt, fallen sehr, sehr viele Krankheiten in die erste Schublade und hier würde ich sagen, ist absolut die Homöopathie erste Wahl. Ich mache es übrigens normalerweise so, wenn Patienten mit Krankheiten aus der ersten Schublade kommen, dann setze ich nicht die schulmedizinische Behandlung ab, sondern lasse die weiterlaufen und erst wenn ich sehe, dass die Homöopathie wirkt, dann reduziere ich zum Beispiel das Cortison bei einer Neurodermitis oder die Schmerzmittel bei Migräne. Ja, und jetzt kurz anhand von 3 Beispielen auch die chronische Behandlung noch einmal exemplarisch erklärt. Hier geht es einmal beim ersten Beispiel um einen 2,5-jährigen Bub mit rezidivierender Bronchitis. Er leidet seit dem 6. Lebensmonat fast durchgehend unter Bronchitis. Die ist am Abend schlimmer und nachts und ist schlimmer beim Gehen. Also die Atemnot ist schlimmer beim Gehen. Der Husten ist mit viel Schleim in der Lunge verbunden. Mit 6 Monaten asthmatische Bronchitis mit Kurzatmigkeit, die besser war im Sitzen. Auch der Husten ist jetzt besser im Sitzen. Er hustet bis zum Erbrechen. Das Erbrechen bessert dann den Husten. Und die Hustenproblematik ist durchaus etwas Familiäres, was schulmedizinisch wenig Bedeutung hat in der Homöopathie, aber die Mittelwahl auf ganz bestimmte Mittel eingrenzt. Und wenn er nachts viel hustet, trinkt er auch große Mengen. Auch das ist homöopathisch wichtig. Hat eine Zeit lang einmal die Familienmitglieder gebissen, das macht er jetzt nicht mehr. Auch so psychische Symptome sind homöopathisch interessant und können wir verwerten. Wir wollen also eine Arznei, die nicht nur zu dieser Hustenart Bezug hat, sondern eben auch zum Beißen. Aber noch wichtiger, weil es auch immer noch vorhanden ist, dass der Patient sehr spät zu lernen begonnen hat. Er sagt derzeit mit 2,5 Jahren nur Mama, Papa und ein paar andere Wörter in Einwortsätzen, also sehr wenig für das Alter. Er hat gezahnt mit 11 Monaten, was auch sehr spät ist, also eine Entwicklungsverzögerung in verschiedenen Bereichen. Gelaufen ist allerdings normal mit 12 Monaten. Es handelt sich um ein sehr offenes Kind. Er spielte schon nach kurzer Zeit mit den Spielzeugautos, mit mir als Homöopathen und laut seiner Mutter würde er das bei Fremden immer so machen und würde auch mit Fremden sofort weggehen. Auf die Frage nach dem, was er gerne isst und trinkt, nämlich auch das ist homöopathisch wichtig, sagt die Mutter, er würde ein ganzes Glas Essiggurken auf einmal essen. Das ist homöopathisch eben auch verwertbar. Schulmedizinisch kann man mit sowas ja wenig anfangen. Er schläft meist gut, manchmal wacht er kurz auf, schreit leicht, hat dann die Augen geschlossen, seine Mutter streichelt ihn, dann beruhigt er sich sofort wieder. Das ist also ein kleiner Pavor nocturnus, also ein kleiner Nachtschreck der Nacht. In welcher Position liegt er? Auch das kann homöopathisch hilfreich sein. Es sind zwar alle Positionen möglich, aber während der Bronchitis schläft er immer in Knie-Ellenbogenlage. Und insofern ist das auch homöopathisch eine interessante Auffälligkeit, die wir verwenden und die wir hier auch als letzte Rubrik in der Repertorisation sehen.
Der Patient bekommt also Bacilinum, in dem Fall steht es also auch wieder an erster Stelle ausnahmsweise. Wie gesagt, das ist bei mir ja selten der Fall, aber irgendwo bei den ersten 10 Mitteln steht die heilsame Arznei dann meist schon. Also er bekommt Bacilinum C200. Wie hat sich das weiterentwickelt? Es wurde signifikant besser bei der ersten Nachuntersuchung 2 Monate später. Der Husten hörte 2 Wochen nach der Einnahme des Mittels auf und blieb den ganzen nächsten Winter über gut. Also eine deutliche Besserung seiner Anfälligkeit. Und was auch wichtig und interessant ist, signifikanter Fortschritt in der Sprachentwicklung nach nur 2 Monaten. Er verwendet mehr Wörter und 2- und 3-Wortsätze. Was kann man also aus dem Fall lernen? Das, was primär ungewohnt ist, wenn man jetzt mit der Homöopathie noch nichts zu tun gehabt hat, dass eine Arznei für mehrere Beschwerden helfen soll, in dem Fall also Hustenneigung und Entwicklungsrückstand. Und dass auch die Psyche stabiler werden soll, was in dem Fall jetzt kaum thematisiert war, weil das Kind relativ stabil war psychisch und keine großen Auffälligkeiten gehabt hat. Aber hätte er zum Beispiel immer noch seine Schwester 3-mal am Tag gehauen oder getreten, dann wäre das was gewesen, was ich auch beim Folgegespräch gefragt hätte, ob sich das verändert hat, und würde ich mir auch erwarten, dass das weniger wird. Zweiter chronischer Patient ist ein 7 Monate alter Bub mit schwerer Neurodermitis. Wir sehen hier ein Foto auf der linken Seite mit 7 Monaten und rechts ein Foto 2 Monate später, nachdem er 2 Monate lang Sulfur 3-mal pro Woche in einer Potenz C12 bekommen hat. Übrigens ohne jegliche anderen Salben, also nicht einmal Fettsalben, was ich nicht so empfohlen hätte. Also ich hätte schon Fettsalben empfohlen, die setze ich erst dann ab, wenn ich sehe, dass die Besserung langfristig ist. Aber die Mutter hat gar keine Salben mehr geben wollen und hat also weder Cortison noch Fettsalben verwendet, und wir sehen hier nach 2 Monaten schon eine deutliche Besserung. Und als dritten Fall, wie angekündigt, möchte ich einen Patienten kurz vorstellen mit Morbus Osler. Morbus Osler ist eine angeborene Erkrankung, autosomal dominant angeborene Erkrankung, die dazu führt, dass Patienten massiv zu Blutungen neigen, ganz besonders zu Nasenbluten. Sie können aber auch an anderen Stellen so kleine Angiome haben, die dann übermäßig lang und viel bluten. Bei den Patienten war es so, als er das erste Mal 2016 gekommen ist, war sein Hauptproblem Nasenbluten, seit 20 Jahren schon. Er ist schon ein paar Mal operiert worden, also verödet worden in der Nase, es ist aber nie besser geworden. Dann hat er vor ein paar Jahren eine Pulmonalembolie gehabt, eine Lungenembolie, und muss seither Macumar nehmen. Da denkt man sich, oje, oje, dann wird wahrscheinlich das Nasenbluten noch viel mehr werden. Ist aber sogar das Gegenteil passiert, es ist besser geworden, was widersprüchlich ist. Und diese Widersprüchlichkeit, werden wir dann sehen, habe ich auch verwendet in der Suche nach der Arznei. Und von der Häufigkeit des Nasenblutens ist es so, dass er mal eine Woche nicht Nasenblutet, aber dann wieder täglich 3 bis 4 Mal. Im Schnitt hustet er so zwischen 2 und 15 Mal pro Woche und hat maximal einmal eine Woche kein Nasenbluten. Wie lange dauert das? Das kann von ein paar Tropfen bis 10 Minuten durchgehend drinnen gehen. Und er muss sich dann zum Waschbecken stellen, weil es gar nicht auffangbar ist mit einem Taschentuch. Und er hat auch schon einmal einen Dreiviertel-Liter geblutet. Also richtig große Blutmengen verliert er. Und jetzt wird es homöopathisch interessanter, nämlich wie schaut das Blut aus? Früher war es vor allem dunkles Blut, seit Makomar ist es heller geworden, und früher war das Blut dickflüssig, jetzt ist es wässriger. Also wir verwenden die ursprünglichen Symptome, nicht die durch Makomar veränderten. Und früher ist das Blut auch sehr schnell gestockt, da kamen teilweise richtige Blutstöcke von der Nase, hat er gesagt. Ich frage dann noch nach dem Geruch des Blutes, weil ich schon an diese Arznei denke, die jetzt dann bald kommen wird. Die hat nämlich typischerweise da hat das Blut einen Geruch, kann übelriechend sein. Und er sagt zwar nicht übelriechend, aber er sagt, dass früher das Geruch nach altem Blut gerochen hat, heute riecht es nicht mehr. Wann blutet er am ehesten? Er sagt, er kann es eigentlich nicht sagen, aber es könnte sein nach Bücken oder nach Schneuzen. Und er hat schon wiederholt Blutkonserven bekommen. Er hatte zum Beispiel vor ein paar Jahren einen Hämoglobinwert von 9, bei der Normalwert hier bei Männern bei 13 liegt. Das war die Repertorisation, also wieder, das sind die Symptome, die ich eingegeben habe. Und anhand dieser Symptome zeigt mir das Repertorium, an welches Mittel ich denken muss oder welche Mittel ich differenzieren muss. Und die hier gelb markierten Mittel waren die, an die ich damals gedacht habe und die ich differenziert habe, indem ich nachgelesen habe, welches am besten passt, und habe mich dann für Crocus entschieden. Crocus M. Crocus ist eine Arznei, die Sie alle kennen vom Frühjahr, als Pflanze kennen, und die hat homöopathisch, wenn man die also gesunden Menschen in Prüfungen, Arzneimittelprüfungen gibt, dann neigen die zu dunklen Blutungen, die sehr lange dauern können, die massiv sein können, wie bei den Patienten, 3/4 Liter Blutung, und auch ganz typisch ist das Fadenziehende der Blutung. Blut gerinnt also sehr schnell.
Was erzählt der Patient beim zweiten Follow-up? Das war 7 Monate später. Er sagt, anfangs nach der Einnahme hat sich reduziert von 100 bis 150 auf 100 bis 150 Milliliter pro Blutung. Seit Anfang Dezember, also seit etwa 3 Monaten, sind es dann nur noch 50 Milliliter gewesen und momentan blutet er überhaupt nur mehr tröpfchenweise. 4 Jahre später berichtet der Patient, es geht eh recht gut. Er sagt also da im Juni, als er wieder zu mir kam, dass er seit 2, 3 Wochen etwa, seit 2 Wochen, wieder 3-mal Nasenbluten gehabt hat, wo er mit einem Taschentuch nicht mehr ausgekommen ist. Vorher alle 1,5 Monate mal ein paar Tropfen Blut verloren seit Dezember. Und vor Dezember, da war ich fast clean, fast gar nicht mehr geblutet. Der 27. Mai, also gut 10 Tage vorher, war das erste Mal wieder richtig Nasenbluten. Und es ist auch bei Weitem, auch jetzt noch bei Weitem nicht so viel wie früher. Und das, obwohl er jetzt fast 3 Jahre lang, seit Oktober 17, keine Arznei mehr bekommen hat. Also man sieht an diesem Beispiel, wie lange eine Arznei wirken kann. Er bekommt hier also wieder Crocus M. Mittlerweile ist es schon die 5. Gabe. Wir werden dann sehen, was er insgesamt bekommen hat im nächsten Slide. Nein, in diesem schon. Hier sehen wir noch ein Follow-up von 2024, also noch einmal 4 Jahre später. Hier hat er wieder einen Rückfall, nachdem es vorher 10 Monate sehr, sehr gut gegangen ist und keine Blutungen waren, hat er jetzt wieder 1- bis 2-mal im Monat 5 Milliliter Blutung, also viel, viel weniger als früher und auch nur von der Nase. Das habe ich unterschlagen, er hat nämlich früher auch noch an anderen Stellen Angiome gehabt und auch dort geblutet. Und er bekommt hier wieder Crocus, und diesmal in der Potenz XM. Sie sehen hier auf der rechten Seite, dass er insgesamt ungefähr 10 Arzneien bekommen hat, oder 9 sind es, 5-mal Crocus M und 4-mal Crocus XM. Und das in 8 Jahren. Also extrem wenig, 9 Gaben in 8 Jahren, also etwa einmal im Jahr ein paar Globuli. Und trotzdem war es möglich, den Patienten mit dieser angeborenen Krankheit doch massiv zu bessern. Von Heilung kann man noch nicht sprechen, aber ich würde sagen, die Blutungsmengen, die er jetzt hat, die sind schon fast durchschnittlich. Und ich nehme an, in den nächsten Jahren wird das ganz aufhören und man kann sagen, dass das so gut wie geheilt ist und das obwohl es eine genetische Erkrankung ist. Ja, was kann man da lernen? Auch bei schweren und genetischen Erkrankungen kann man homöopathisch gut helfen, wenn man die passende Arznei findet und es sich um funktionelle Beschwerden handelt, wie hier das Nasenbluten. Gut, ja, ich hoffe, dass ich mit dem Video ein paar Eindrücke geben habe können, was alles homöopathisch möglich ist und was auch nicht möglich ist. Und wünsche viel Spaß mit dem Erlernen der Homöopathie und hoffe, dass Sie sich ähnlich wie ich begeistern können und homöopathisch behandeln werden. Dann möchte ich mich mit diesem letzten Slide für die Aufmerksamkeit bedanken und hoffe, dass Sie einen Einblick bekommen haben, was alles homöopathisch möglich ist bei akuten und chronischen Erkrankungen.